Ein herzliches Willkommen, Hallo an alle Zuschauer da draußen und willkommen auf meinem Kanal EnderQLP zu einem Let's Play, beziehungsweise einem Reloaded zu Super Cat Tales 2. Super Cat Tales 2 habe ich ja schon mal Let's Played, beziehungsweise schon vor einigen Tagen. Und zwar war das so circa letztes Jahr, habe ich es im Oktober, glaube ich, gespielt. So sagen wir mal 7 Monate vorher. Und da habe ich mir gedacht, mach ein Reloaded dazu, um wenigstens auf YouTube noch aktiv zu sein. Also ich will jetzt ja auch nicht viel drüber machen. Also, was ist Super Cat Tales darunter zu zeigen? Das Spiel ist schon beliebt durch, ja, man kann es bei einer Super Steuerung nennen, denn das Spiel ist halt atemberaubend und ich nehme es heute auch auf. Ja, schon komisch, ne? Auf jeden Fall, ich spiele natürlich ohne Controller, weil mit Controller ist es nochmal schwieriger, es einzustellen und außerdem, wer will das schon machen? Das Spiel gibt es im App Store verfügbar. Ich spiele natürlich eine Version auf BlueStacks. Könnt ihr leider hier oben nicht sehen. Zum Glück auch nicht, weil sonst wäre das ja blöd, wenn ihr nur eine Leiste von BlueStacks auch noch sehen würdet. Stimmt's? Also, was ich damit sagen will, ist, wir wollen nicht lang drüber reden. Also, das Spiel ist schon beliebt geworden durch eines der meist gefeiertsten Aktivitäten aller Zeiten. Aber so besonders ist es auch wieder nicht. Also, das Spiel habe ich ja, wie schon gesagt, letztes Jahr schon mal Let's Played. Da hatte ich aber ziemliche Probleme und ja. Was soll ich dazu sagen? Das Spiel ist beliebt. Sehr beliebt. Aber auch thematisch zu sagen, halt kurz zusammengefasst, ich liebe es. So, dann beginnen wir mal mit dem ersten Level. Neko Haus. Also die Steuerung ist jetzt ganz komisch einzuschätzen. Und wir sehen schon unseren ersten Charakter. Den lernen wir auch gleich noch kennen, wie er heißt. Und ein Luftschiff, das irgendwie mittendrin abstürzt. Dieses riesige Luftschiff auf dem Hügel ist... Dieses riesige Luftschiff ist auf dem Hügel abgestürzt. Das muss ich mir ansehen. Tippe rechts oder links. Ja, wir können jetzt entweder hier klicken. Das ist das Blöde daran. Ups, da habe ich schon eine Fähigkeit gezeigt. Muss ich kurz gucken. Ach, und Tastatursteuerung funktioniert leider irgendwie nicht. Dann mache ich mal kurz einen Stopp hier. Wir sehen uns gleich wieder. So gut, also ich muss leider mit der Maus steuern. Anders geht es leider nicht. Tut mir leid dafür. Es ist leider noch eine Beta, die ich spiele. Tippe rechts und links, um zu laufen. Wir haben schon unser neues Item kennengelernt. Die Katzenglocke. Miau. Gehe auf eine Wand zu, um zu klettern. Ja, und das ist jetzt, was ich meinte. Und zwar, Super Cat Tales 2 ist kein gewöhnlicher Plattformer, wie jedermann kennt. Nein, sondern es ist ein Plattformer, in dem man halt wirklich eine Katze steuert. Heißt, ihr könnt halt nur laufen und gehen. Zum einen noch Wände hochklettern und vieles weitere. Das könnt ihr auch alles machen. Aber das Blöde daran ist, und jetzt kommt die beschissene Dateisache, die der Entwickler erfunden hat, war leider nicht gerade sehr gut. Und da habe ich mir halt gedacht, es wird halt nicht viel funktionieren. Dafür seht ihr aber auch das Spiel, wenn er in 60 FPS. Na, uns mal. Oh, und ich bin. Also, ich bin Alex, der Kater. Wir lernen aber noch andere Charaktere kennen. Also, ihr müsst mir jetzt hier nicht sagen, was los ist.
Wir versuchen mal ein bisschen gut einzustellen. Und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir was anderes. Also, wir wollen jetzt hier keine Forderung machen. Tippe zweimal nach links oder rechts, um zu laufen. So, das ist die Lauffunktion. Wie man schon gesehen hat, Lauffunktion nicht gerade einfach, nicht gerade schwer. Also nicht gerade schwierig. Also, wir können auch mit Laufen zum Beispiel hier von einer Schlucht überspringen. Heißt einfach so eine Situation überzunehmen, aber ich finde es einfach nur schrecklich. Also nicht schrecklich, dass der Entwickler sowas gebaut hat. Nee, im Gegenteil. Ich mag Spiele, die sowas machen. Und wenn man Spiele sowas einbauen lässt, dann sieht das ja auch toll aus. So, zum Beispiel können wir auch hier hin. Ja. Und ich habe hier schon irgendwo ein Secret entdeckt. Oder das kommt noch später. Die Schäden wollen wir jetzt auch nicht sehen, denn ich kriege sonst einen Anfall. So, und hier benötigen wir jetzt zum Beispiel ein Item, um hier jetzt, wie ihr sehen könnt, hier benötigen wir ein Item, um dafür dann halt einzusetzen. Da es dann noch eine Beta ist, die ich auf BlueStacks spiele, können wir halt noch nicht die Dings-Funktion einschätzen. Aber wir müssen jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Und da ist das Luftschiff, das abgestürzt ist. Ups. Ja, sorry. Werbung ist leider auch nicht ausgeschlossen. Wir können zwar Werbung auch mit BlueStacks abschalten. Versuche ich mal, wenn es geht. Okay, nein, also wir müssen leider beim altmodischen bleiben. Also wir können jetzt noch nichts machen. Welt 1, 2. Zinnsoldaten. Ihr werdet später noch ein bisschen herausfinden, was passiert. Also das sind jetzt hier diese Zinnsoldaten und... Ach, ich will jetzt nicht vorspoilern. Ihr könnt es sowieso herausfinden, wer die sind. Auch wenn ich es schon gespoilert habe. Dazu habe ich auch noch vieles in der Videobeschreibung verlinkt. Zum Beispiel die Internetseite vom Entwickler und wie ihr euch BlueStacks runterladen könnt. Warte mal kurz. So, ich habe jetzt noch mal kurz die Audio ein bisschen erhöht, damit ihr mich jetzt auch besser hören könnt. Warte mal ein bisschen runterstellen. So. Aber ihr müsstet jetzt noch mindestens noch diese 19,5 Dezibel noch hören können. Wenn nicht, dann ist es irgendwas schief gelaufen. Ihr Idioten! Wer hätte den Motor aufziehen sollen? Ja. Na gut. Die restlichen Soldaten sind unterwegs. Hey, ich habe euch abstürzen sehen. Ups, wie peinlich. Wisst ihr, wo der nächste Meckes ist? Nein? Ach ja, ich wollte fragen, braucht ihr Hilfe? Au. Aua! Das tat weh. Hey. Hey, wach auf! Erstmal gähnen. Wo bin ich? Im Zinnrumpf eines Luftschiffs. Wir müssen hier raus, kleiner Kater. Bewacht uns jemand? Die Luft ist rein. Zwar. Hallo. Wer bist du? Oh. Wow, danke, Bro. Hätte ich gedacht, sonst würden immer diese Idioten einen doch festnehmen. Ach, ich frag mich weiter. Ich bin Alex. Also ihr lernt ihn jetzt hier kennen. Er ist Alex. Dieser Kater hier, das werde ich euch nicht jetzt sagen. Sollen wir hören? Ich bin Sergeant McMeow. Mir nach. So, also wir haben jetzt eine neue Funktion. McMeow, die Katze. Laufe mit McMeow gegen Gegner, um sie K.O. zu schlagen. KO! Heavy Smash. Tippe während des Kletterns in eine andere Richtung. In eine andere Richtung, um einen Wandsprung auszuführen. Ja, so die obligatorischen Sachen halt.
Mit der Steuerung hier ist es nochmal schwieriger. Wobei, schwierig kann man es jetzt nicht nennen. Also, es hat schon seinen eigenen Geschmack, das Spiel. Noch mehr Kisten. Ich mein Spezialgebiet. Ich wusste, ich hätte nicht bei Mc's so viel essen müssen. Kein Problem, ich übernehme. Weißt du, ich habe mir bei Mc's nur ein Menü geholt. Und ich bin nicht so voll wie du. Mal alles abchecken und ja, habe ich mir doch gedacht. Und das ist die okay, oh, so die erste Glocke erst. Später lernen wir noch ein paar später werden wir noch Items kriegen. Diese werden uns dann weiterhelfen. Alter, sah der Schatten geil aus. Okay, da ist schon die zweite. Boah, sind die Luftschiffe laut, aber... Aber hallo! Frag nicht nach Sonnenschein, liebe Zuschauer. Okay. Okay, was haben wir denn hier? Ein Panzer! Tippe mit rechts oder links, um dich zu bewegen. Tippe zweimal nach links, um zu schießen. Okay, also auf der Taste mit der Maus zu spielen, ist halt gar nicht so schwer. Boah, Alter, alle Soldaten One-Hit. Komm, bam! Na gut, nicht One-Hit, aber selbst die Mauer eingerissen. Ja! Alarm! Alarm! Ruf die Feuerwehr! Alarm! Ruf die Feuerwehr! Nein, Spaß. Hier geht's nicht weiter. Was jetzt? Mehr 10 Soldaten sind im Anmarsch. Spring! Okay. Tja. Da hat der Typ auch recht. Was sollen wir dagegen tun? Wir haben dann wieder eine perfekte Zeit erreicht. Nein. Also, jetzt haben wir schon gesehen. Das ist ein schönes Spielchen. Machen wir weiter mit Meld 1-3. Tulpenwiesen. Also, wir werden immer versuchen, 15 Minuten aufzunehmen, damit ihr auch genug sehen könnt. Sorry für den einen Cut gerade, aber ich habe gerade irgendwas gehört, weil ich habe auch gerade die Fenster auch alles offen. Dann hört man wahrscheinlich von draußen was. Hoch, ich dachte, Katzen landen immer auf ihren Füßen. Also gut. Hier endet unsere Reise. Pass auf dich auf. Wait. Warte. Sprichst du Französisch? Dumme Frage. Weil ich meinte, wir müssen zusammenhalten, wenn die Zin-Armee, wenn wir sie besiegen wollen. Okay, ich bringe dich nach Hikari. I'm scared, man. Spaß. Um Hilfe zu suchen. Und wir lernen McMeow kennen. McMeow trägt dem Team bei. Vergiss nicht. Ich kann alle Gegner angreifen, außer die mit Stacheln. Genau. Jetzt haben wir dieses Logo. Drücke auf das Symbol. Jetzt können wir zum Beispiel auf McMeow wechseln, zu ihm wechseln. Ah, jetzt haben wir diese FPS-Rate nicht gerade hatten. Full FPS, 1080p, ja.